Willkommen Modellbahnfreunde, willkommen zu einem neuen Video. Nach langer Zeit endlich mal wieder was von mir. Und wie ihr hier im Hintergrund seht, heute beim Intro auch ein bisschen Bewegung. Ja, es ist einiges passiert, vielleicht nicht ganz so viel bautechnisch auf der Modellbahn, wie ihr auch im Hintergrund erkennen könnt. Leider bin ich auf meiner Anhöhe mit meinem Aussichtsturm noch nicht wirklich weitergekommen, da ja beruflich und auch privat recht viel los war, viel zu erledigen und somit weniger Zeit für die Modellbahn. Nichtsdestotrotz ist was passiert. Ich habe im Güterbahnhofsbereich, der Benny wird mich jetzt wieder tadeln, ja, es ist kein Güterbahnhof, im Güterbereich in den Gleisanlagen von Blankenheim einiges gemacht. Wie ihr wisst, habe ich da ja schon öfters mal erzählt, dass die Gleislage da nicht ganz so optimal für Rangierarbeiten ist und die Gleise da ziemlich versetzt waren, respektive ein großer Spalt war bei zwei Gleisen, und da habe ich irgendwann mal entnervt die Gleise angefangen auszureißen und habe da jetzt über Wochen neue Gleise eingesetzt, und das ist fertig geworden. Das habe ich auch geschottert. Wer mich auf Facebook verfolgt, der hat das vielleicht schon mitbekommen oder gesehen. Aber wir werden heute hier nochmal drauf eingehen und auch auf das Rollmaterial, was jetzt im Hintergrund wieder durchrollt, eingehen. Auch auf die Sachen, die in letzter Zeit nicht so positiv gelaufen sind bei der Modellbahn. Die eine oder andere Lokomotive bereitet mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Und auch auf das eine oder andere, was in den Foren, bei Facebook etc. fleißig diskutiert worden ist. Da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen. Und dann wollen wir doch mal starten und wollen auf die wunderschönen, und ich hole sie mal ins Bild, die wunderschönen IKRA Kesselwagen, die es exklusiv bei Riva gibt, eingehen. Denn super filigran, ich bin früher eben, habe ich glaube ich in einem Video schon mal erzählt, den Lorenz Kesselwagen respektive heute Busch Kesselwagen immer hinterhergejagt, den Zanz 1, wie sie heißen, ZACCNS Wagen 1, und jetzt rollen sie da durch den Hintergrund, und IKRA hat sie mit Riva nochmal neu aufgelegt, und sie sind natürlich eine ganze Spur filigraner geworden, richtig schön, aber der ein oder andere hat sich eben beschwert, und ich will sie doch mal hier ins Bild halten, ein VTG. So, jetzt nochmal der Versuch, euch den IKRA Kesselwagen zu zeigen, denn ich hatte jetzt mehrere Anläufe. Während des Fahrbetriebs hat sich doch wieder mal alles gegen mich verschworen, und nichts hat mehr so funktioniert. Ich weiß nicht, ich vermute, es ist der Modellbahnteufel. Man fährt hier eine Dreiviertelstunde, um alles ein bisschen fürs Video zu erproben, dass es auch funktioniert. Das ist so meine Erfahrung, die ich dann mache. Es ist ja, ich sag mal, ähnlich wie auf einer Modellbahnausstellung. Man sollte die Sachen vorher einmal betrieblich probieren, um zu sehen, ob es dann, wenn man es Publikum zeigen will, egal ob jetzt hinter der Kamera oder eben auf einer Modellbahnausstellung, auch funktioniert. Und der Modellbahnteufel sagt dann immer: Kollege, so möchte ich das bei dir nicht. Aber ja, dann habe ich sie jetzt eben abgestellt und will nochmal auf den IKRA Kesselwagen eingehen, den ich hier zu meiner Linken habe, und euch den nochmal zeigen. Ein wunderschönes Modell, und wie gesagt, dort liegen Kühn heute Rocco-Kupplungen bei, die den Wagen sehr kurz Puffer an Puffer kuppeln lassen, was ich super finde, und bei mir funktionieren diese Wagen, wie jetzt schon mal erwähnt, und deswegen habe ich keine Probleme. Ihr werdet das dann auch im Video sehen, also auch bei keinen Radien. Das Video ist auch nicht so geschnitten, dass es geschönt ist, wie zum Beispiel bei den Arnold Containertragwagen, die dann bei mir eine Stelle hatten durch die engen Radgrenze. Also grundsätzlich funktioniert es. Ich weiß, andere haben da vor allem bei kurzen S-Kombinationen Probleme. Die gibt es bei mir nicht. Ich habe enge Radien, enge Kurven, aber ich habe nicht solche S-Kombinationen. Deswegen läuft der Zug auch mit 8 oder 10 Wagen sehr gut bei mir. Die bergab in dem Bereich, bis der Zug wieder hier unten ist, puffert es natürlich alles aufeinander, aber dadurch, dass die Puffer
breit gestaltet sind, funktioniert das. Und wenn die Zuglok auch passende Puffer hat, über denen der dahinter führende Wagen direkt gleiten kann, also wo Puffer wirklich übereinander gleiten und sich nicht ineinander verhaken, funktioniert es wunderbar. Ich habe bis jetzt keine Lokomotive gehabt, wo das Problem ist. Könnte mir vorstellen, dass es bei kreisrunden Puffern Probleme geben könnte, aber jetzt mit irgendeiner Dampflok oder so, wo das der Fall ist, fahre ich die Wagen jetzt auch nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber jetzt nicht für die Anlage. Also BR95 oder die BR65 werde ich nicht mit den ICRA-Kesselwagen zusammenhängen. Da habe ich andere Fahrzeuge dafür. Ja, will ich doch kurz zu einem für mich nervigeren Thema kommen. Und das sind hier diese Decoder. Weil die haben aus meiner Sicht irgendeinen Programmierfehler und ich wäre euch dankbar, wenn ihr mal die Erfahrung zu diesen Trainomatic, mir wurde gesagt, das ist eine rumänische Firma, zu diesen Trainomatic-Decodern von Tillich da schreibt, denn bei mir ist es so, ich habe jetzt 5 Decoder davon und ein Modellbahnkollege, der liebe Hans, Grüße gehen raus, Hans, hat den auch und du hast du hast ein kleines Licht, was immer leuchtet und zwar immer das Rot. Und das ist ziemlich nervig, es ist gedimmt, also es leuchtet nicht in voller Stärke und ich würde von euch doch gerne mal wissen, ob das was ist. Ich hoffe, dass man es mit CV-Adressen einstellen kann. Ich finde es aber nervig, dass es wieder nicht so vorkonfektioniert ist, dass es nicht ordentlich funktioniert. Was soll ich dazu sagen? Ja. Ich nehme die Dinge anders hin, ich reg mich da nicht ewig drüber auf, aber ich finde es schade. Lassen wir es so stehen, würde ich sagen. Ich werde jetzt mal noch, ich habe die Cottbuser BR218 von Tillich, die auch nicht ganz richtig ist, leider. Und dort werde ich auch noch so einen Decoder einbauen, weil normalerweise bestelle ich keine Decoder von Tillich. War natürlich auch ein Fehler, aber es gab keine anderen. Normalerweise habe ich Kühn, ESO, Ullenbrock, solche Decoder. Und ich werde jetzt mal schauen, aber ich vermute, dort wird dasselbige der Fall sein. Also jeden Decoder, den ich von da jetzt verbaut habe, mit Next 18 Schnittstelle, hatte dieses Problem, dass du immer ein Rotleuchten drauf hast. Und ja, ärgerlich, würde mir mal gern eure Meinung dazu holen. In der Beschreibung, die hier hinten in dieser Box ist, steht natürlich nichts dazu da. Und ehrlicherweise, ich habe auch keinen Bock, das alles zurückzusenden. Das ist alles nur nervig. Also wenn der eine oder andere weiß, wie man das mit den CVs da rausbekommen kann, dann gerne her damit. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie ein General-Software-Thema auf dem Decoder ist, weil das wäre ärgerlich. Zum nächsten Punkt, der sehr ärgerlich ist. Ich habe ja mal Arnold geschrieben. Ich hatte das auf Facebook, wer mich da verfolgt, hat das auch vielleicht mitbekommen in dem einen oder anderen Forum. Mit den Containertragwagen geschrieben und hatte dazu auch was geschrieben, was meine BR95 angeht. Und ihr seht es hier hinten, da fehlt der Splint. Den haben sie mir geliefert. 2 Runden bin ich gefahren. Und danach war es das. Leider wieder. Ist jetzt fertig für mich mit der BR95. Ich suche den Stift und werde ihn auch ordentlich einsetzen. Aber das Fahrwerk versteift bei mir derartig und verklemmt. Es funktioniert bei mir auf der Anlage nicht. Ich weiß nicht, ob es die Anlage ist. Ich habe noch einen wunden Punkt, wo meine BR18201 zum Beispiel nicht fährt, den ich ausbessern werde. Das weiß ich. Da ist sehr eng das Ganze. Da werde ich nochmal rangehen, aber alles andere, ich werde jetzt nicht für die 95er da hier das noch alles eröffnen, zumal sie auch in Bereichen mit dem Fahrwerk klemmen bleibt, wo nicht mal ein enger Radius ist. Ja, ich hoffe nur, dass wenn die DE18 von Arnold kommt, auf die ich mich wirklich freue, da nicht ständig irgendwelche Einsparkompromisse gemacht werden und die Lok bei mir tadellos läuft. Drücken wir die Daumen oder kreuzen die Finger. Ich weiß es nicht, also die BR95 kommt unter den Hammer. Auch da, wer Interesse hat, also Lok läuft tadellos, ist digitalisiert, bleibt halt mit dem Fahrwerk immer wieder bei mir hängen und
haut den Stift da hinten raus aus dem Fahrwerk ab einem gewissen Punkt. Also wer da Interesse hat, kann mir gerne reinschreiben und sonst kommt sie bei eBay unter den Hammer. Ja, eben, ich habe einige iGRA-Fahrzeuge neu bekommen. Ihr habt die Vectron Dual Mode gesehen von Northrail, die hier hinten durchrollt. Auch das habe ich schon mal ein bisschen auf Facebook gepostet gehabt. Und eben Tillich BR218 ist hier neu angekommen. Ein paar Sachen, die ich jetzt noch aufs Gleis stellen werde, die ihr zu Sicht bekommen werdet. Ach ja, ein weiterer Punkt, der mich leider zuletzt ein bisschen geärgert hat, ist der Wittenberger Steuerwagen von Tillich. Da ist mir der Decoder komplett abgebrannt, genau bei der ersten Fahrt. Wer das Video dort verfolgt hat, was ich da online gestellt habe, leider leuchtet das Spitzenlicht nicht und das liegt daran, dass der Decoder direkt beim ersten Mal auch den Geist aufgegeben hatte. Also ich habe da im Moment super viel Glück mit solchen Sachen. Dann habe ich einige Projekte und das kann ich auch nochmal zeigen. Hier war mein lieber Modellbahnkollege Benny mal da und wir haben diese für mich wunderschöne V200 gefahren und wie ihr seht, hier hat sich das Ganze gelöst, weil da die Stromaufnahme irgendwie so verkeilt ist, obwohl die Lok immer funktioniert hat. Ja, und so habe ich jetzt hier lauter solche Projekte. Viele Ersatzteile muss ich bestellen. Lieber Jan, ich habe dich nicht vergessen. Auch für dich werde ich jetzt mitbestellen und für den Hans, alle meine Modellbahnkollegen, was ich hier noch so an Projekten zusätzlich rumliegen habe. Aber wie eingangs erwähnt, beruflich ist gerade extrem viel los, was positiv ist, aber da bleibt halt, ja, für mich ist die Modellbahn ein Hobby und Spaß und dadurch bleibt es dann halt immer mal länger liegen. So, jetzt würde ich sagen, ihr habt genügend meine Visage gesehen und ich habe genügend gefaselt. Ich werde noch das ein oder andere im Video kommentieren, aber wir gehen jetzt auf die Anlage und ihr wollt Zugbetrieb sehen. Ich danke fürs Einschalten. Auf alle Fälle werde jetzt eben das ein oder andere noch kommentieren, wenn ich der Meinung bin, da gibt es noch was dazu zu sagen. Ich freue mich auf eure Likes, auf eure Kommentare und ganz viele von euch haben meinen Kanal noch nicht abonniert, die mich schauen und darüber würde ich mich freuen. Ihr könnt das kostenlos tun, da gibt es keine Abo-Falle oder irgendwas und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ihr mögt, was ihr seht. Und ich sage danke fürs Abonnieren und Liken jetzt schon und fürs fleißig Kommentieren und bin gespannt, was ihr zu dem, was ich euch jetzt so gefragt habe, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt und ob ihr mir da den einen oder anderen Tipp geben könnt. Und im Hintergrund ist auf der rechten Seite nun das erneuerte Gütergleis, eins davon zu erkennen. Auf der linken Seite und in der Mitte habe ich Betonschwellengleis eingefügt und neu eingeschottert. Das Ganze versucht realistisch aussehen zu lassen. Hier fährt der Kühn ER20 mit den SRI Wagen, Doppelstockwagen von Tillich, eine Ersatzgarnitur hier in Blankenheim. Die hatte ich mir vorbestellt, farblich wirklich sehr schön, rollt gut. Das Licht am Dosto Steuerwagen ist auch nochmal abgeändert. Da hat Tillich etwas gemacht im Vergleich zu den anderen. Auch die Zugzielanzeige ist nochmal anders beleuchtet. An für sich eine schöne Garnitur. Insgesamt sind es 4 Wagen, jeweils 2 Sets. Bei mir an dem Bahnsteig passen aber nur 3 Wagen, deswegen ist hier einer ausgegleist oder einer herausgenommen, damit die Garnitur in Blankenheim auch als Ersatzgarnitur, als RE oder RB halten kann.
Nun rollt der North Rail Dual Mode Vectron ins Bild, den wir schon eingangs des Videos im Hintergrund beobachten durften, mit ICRA Kesselwagen. Das ist die engste Stelle, die er gerade durchfährt, und wie ihr seht, von dort drückt der Zug auch bergabwärts, und das funktioniert bei mir tadellos. Bergaufwärts ist es mit dem Überpuffern ja sowieso nicht so das Problem, aber bergab ist immer eine Herausforderung, vor allem in dieser Kurve, wo jetzt die Doppelstockgarnitur durchläuft, und beides läuft hier sehr sauber, was mir ganz wichtig ist, damit es auch optisch einfach gut aussieht. Ihr seht, ich habe bei den ICRA Kesselwagen keine Probleme. Dafür mit dem Dual Mode Vectron, das war hier kein Betriebshalt, der hat immer mal wieder Stromaufnahmenprobleme. Das hat der Mindener Kreisbahn Dual Mode Vectron nicht, sondern nur der North Rail. Witzigerweise in eine Richtung nicht so sehr wie in die andere Richtung. Wie bereits erwähnt, ist ja momentan irgendwie so ein bisschen der Wurm drinne bei mir, was die Zuverlässigkeit von Fahrzeugen und Material angeht. Auf einen Perspektivwechsel, der Güterbahnhof zugestellt, zugeparkt, im Vordergrund die schönen ICRA Kesselwagen und die HSL 285, dadurch leider nicht so ganz sichtbar, was ich im Gleisbereich da gemacht habe, aber das Thumbnail vom Video gibt es ja auch schon etwas her. Dort könnt ihr auch sehen, wie der Gleisbereich aussieht, und es wird nicht das letzte Video über den Güterbereich des Bahnhofs Blankenheim gewesen sein, da bin ich mir sicher. Nun möchte ich mich nochmals von euch verabschieden. Ich würde euch mit den Bildern gern komplett alleine lassen, damit ihr die Zugfahrten ohne mein Gerede genießen könnt. Es taucht dann noch die BR 218 DB Fahrzeuginstandhaltung vom RAW Cottbus auf. Die wird an den SAI-Doppelstockwagen zu sehen sein. Die hat mir auch etwas Kopfzerbrechen beim Zurüsten bereitet, und ich hatte dort einen Leim, der Fäden wirft, und einer dieser Fäden hat tatsächlich den roten Streifen, die Binde von dem IC-Weiß, also die rote Binde über dem IC-Weiß zerstört. Das hat mich sehr geärgert. Das jetzt mit dem Stift gemacht. Ja, momentan ist einfach der Modellbahnteufel unterwegs bei mir besonders, aber die Ruhe wurde bewahrt. Das Zurüsten war nicht schön, und an der BR 218, da vieles überlackiert war, alle Löcher für die Zurüstteile dementsprechend viel zu klein, mussten nochmal aufgebohrt werden. Also im Moment ist die Geduld von mir gefordert, um es mal so zu sagen. Ich möchte mich nun bedanken, wünsche euch schöne Feiertage fürs Zusehen, haut rein, viel Spaß, schreibt, was das Zeug hält, Kommentare und so weiter, genießt die Modellbahn, bleibt der Modellbahn treu. Euer TT Modellbahner Micha Schornsteinfeger.